Während wir uns hier von den Techtelmechteln und den Scharmützeln des Endspurtes im Deutschen Bundestagswahl 2025 haben ablenken lassen, kam es im Hintergrund zu den wichtigsten, ich würde sagen, den dramatischsten Änderungen geopolitischer Natur in den letzten 70 Jahren. Vielleicht hast du das gar nicht wirklich mitbekommen. In diesem Video werde ich dir alles erklären und dir dann auch erläutern, was das genau mit dir zu tun hat, warum du betroffen bist und was du jetzt machen solltest. Die Pax Americana, sie ist Geschichte, sie ist vorbei. Die Amerikaner haben die letzten 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg für die Sicherheit Europas garantiert, aber haben jetzt ganz klar gesagt, dass sie dies nicht mehr tun werden. Entsprechende Äußerungen gab es von Politikern höchster Prominenz, Trump, Vance, Hegseth. Sie alle haben genau diesen Fakt bestätigt. Es ist ein Argument, das Trump schon lange gemacht hat und auch Trump-Vertraute schon lange gemacht haben. Die NATO ist praktisch Makulatur, Artikel 5 de facto Makulatur. Die Konsequenz ist, dass Europa jetzt verteidigungslos dasteht. Die Europäer haben ihre Militärausgaben in den letzten Jahrzehnten so stark dezimiert und reduziert, dass die Armeen nicht verteidigungsfähig sind. Frag mal hier führende Militärs, was sie zur Verteidigungsbereitschaft sagen. Was mit der NATO geschieht, wer weiß. Trump hat ja ganz klar verkündet, dass er hier den Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beenden möchte, dass er dort kein Geld mehr investieren wird, keine Waffen mehr liefern will. In der Tat werden Friedensverhandlungen mit Russland geführt. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Was machen die Europäer? Sie kündigen an, dass sie die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen möchten. Was hat das zur Folge? Die Europäer liefern Waffen, die USA machen nicht mehr mit bei der NATO, zumindest nicht nach bisherigem Verständnis. Das heißt, die Europäer verstricken sich möglicherweise in einen Konflikt mit Russland, die Europäer und Kanada, muss man sagen. Ein NATO-Krieg scheint also wahrscheinlicher denn je. Gleichzeitig verhandeln, wie gesagt, die Amerikaner hier mit den Russen ganz privat in Saudi-Arabien. Die Atmosphäre ist herzlich, das Essen ist gut, so viel hat man gehört. Äußerungen, die Trump, Musk und andere hier zu Zelensky gemacht haben, wirst du erkennen, dass Zelensky ein Diktator ist. Es geht mir jetzt gar nicht das zu bewerten, es geht mir nur darum zu zeigen, dass hier wirklich eine Zeitenwende angebrochen ist. Ja. Also die Welt ist jetzt eine andere, als sie noch vor 2 Wochen war. Das musst du verstehen. Das ist besonders wichtig, wenn du in Deutschland lebst, denn Deutschland ist historisch gesehen das Schlachtfeld Europas. Selbst in Kriegen, wo Deutschland selbst keine Interessen hat, zum Beispiel beim Dreißigjährigen Krieg, werden diese Kriege in Europa ausgetragen aufgrund der zentralen Lage unseres Landes. Das heißt, wir stecken da knietief drin, ob wir es wollen oder nicht. Völlig egal, was die neue Bundesregierung dort entscheidet. Wenn die Engländer sich entscheiden, wenn die Franzosen sich entscheiden, die Polen sich entscheiden, hier etwas zu unternehmen, zum Beispiel gegen Russland, dann kriegen es die Deutschen am Ende ab. Die deutsche Infrastruktur könnte zerstört werden, möglicherweise gibt es Sabotageakte etc. pp. Aber ich habe noch einen ganz anderen Gedanken. Und ich habe dazu auch mit einigen Kontakten in den USA gesprochen, die ich habe. Jetzt nicht wahnsinnig hochrangige Kontakte, aber doch Leute, die tatsächlich hier am Rande zumindest in diese Verhandlungen involviert sind oder wissen, was dort passiert. Und sie sagen möglicherweise, dass es zu einem Deal zwischen Putin und Trump kommt. Das wäre ja der Deal des Jahrhunderts. In den letzten Jahren haben wir uns ja immer wieder sagen lassen, dass es hier eine Gegnerschaft gibt, eine Konkurrenz, dass man sich feindselig gegenübersteht, BRICS und so weiter und so fort. Ich muss es ja nicht weiter ausführen. Aber ist das wirklich so? Die Gesinnung von Trump und Putin ist doch absolut ähnlich. Im Grunde genommen, was Putin vertritt, moralisch, ethisch, konservativ, familienorientiert und so weiter und so fort, das vertritt ja Trump schon lange. So unterschiedlich sind sie gar nicht. Es hat mich schon immer gewundert, dass die Amerikaner die Russen so vergraulen wollen. Denn angeblich ist ja der große Feind China. Wenn China der große Feind ist, dann sind doch die Russen tatsächlich die perfekten Alliierten. Wenn China mein größter Feind ist, dann treibe ich doch nicht die Russen wirklich hier sehenden Auges in die Arme der Chinesen. Das macht ja wohl überhaupt keinen Sinn. Die Russen haben amerikanischen Firmen sehr viel Geld versprochen, wenn diese zurück nach Russland kommen. Russland hat unglaubliche Ressourcen und Bodenschätze, inklusive auch in der Arktis, die für die USA sehr begehrenswert sind.
Das russische Militär ist geschwächt durch den Ukraine-Krieg, die russische Wirtschaft auch. Inwieweit die Atomraketen, die Russland hat, tatsächlich einsatzfähig sind, wer weiß. Aber garantiert sehen die USA die Russen nicht als Gefahr. Also im Grunde genommen ist Amerika unter Trump der ideale Alliierte der Russen unter Putin. Und daher glaube ich im Grunde genommen, und das klingt jetzt schon fast wie eine Verschwörungstheorie, aber daher glaube ich, dass wir uns auf eine Art Hitler-Stalin-Pakt hier 2.0 zubewegen. Ich möchte jetzt nicht Trump mit Hitler vergleichen und Putin mit Stalin. Es geht mir nur um das Vertragswerk. Es geht mir im Grunde darum zu sagen, ich vermute im Grunde, dass Trump mit Putin einen Nicht-Angriffspakt eingehen werden. Dass Trump die Truppen aus dem Baltikum abzieht und im Grunde genommen Putin freie Hand lässt. Wie ich dir gerade eben beschrieben habe, hat eine Kooperation mit Russland riesige Vorteile für die USA. Glaubst du wirklich, dass es sich lohnt, diese Vorteile aufs Spiel zu setzen wegen ein paar winzigen Ländern, wegen dem Baltikum? Glaubst du wirklich, Länder, die ja weit weg sind von den USA, Tausende und Tausende Kilometer weit weg, also was da sowieso passiert in Osteuropa, ist den Amerikanern doch völlig scheißegal. Auch der amerikanischen Bevölkerung. Glaubst du wirklich, du könntest der amerikanischen Bevölkerung verkaufen, dass man hier amerikanische Soldaten hinschickt, um diese baltischen Länder zu verteidigen? Und wie siehst du das? Findest du, man sollte deutsche Soldaten hinschicken? Man sollte französische Soldaten dahin schicken, um das Baltikum zu verteidigen? Wäre es das Blutvergießen wert? Ich meine nicht, dass er dann ganz Europa überrollen würde. Das denke ich nicht. Ich glaube auch, er weiß, dass er dafür nicht die Ressourcen hat. Aber dass er ins Baltikum vorstößt, das halte ich mittlerweile für sehr wahrscheinlich. So, was bedeutet es jetzt für die NATO? Nehmen wir mal an, die USA machen nicht mit, aber nehmen wir an, die Europäer fühlen sich weiterhin verpflichtet, fühlen sich weiterhin verantwortlich. Das ist ja im Grunde auch eine gute Haltung. Also man kann ja nicht einfach hier vertragsbrüchig werden. Man hat nun mal diesen NATO-Vertrag eingegangen. Was würde dann passieren? Europa gegen Russland und die USA. Müssen dann die europäischen Länder Sanktionen befürchten, weil sie Russland angreifen? Wer weiß, was da kommen wird. Aber eins ist völlig klar. Die Folgen dieser neuen Situation, die Folgen dessen, dass die Pax Americana zu Ende ist, die Weltordnung, wie wir sie alle eigentlich kannten seit dem Zweiten Weltkrieg, etwas, in der wir groß geworden sind, dass wir uns eigentlich gar nicht anders vorstellen können, das wird dramatische Folgen haben für dich und dein Vermögen. Und natürlich auch für deine Familie. Also zunächst muss die ganze Aufrüstung finanziert werden. In Staaten wie Großbritannien spricht man schon offen von einer möglichen Verteidigungsabgabe. Du weißt ja, dass die Steuern in vielen Ländern, inklusive UK und USA, auf 70-90% für Besserverdienende angehoben wurden, um genau den Krieg zu finanzieren. Man wird die europäischen Wirtschaften auf Kriegswirtschaften umstellen müssen. Die Wehrpflicht droht. Möglicherweise Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Und wenn du das mal im Kontext siehst, der ganzen Überwachungsmaßnahmen, die wir ja auf diesem Kanal sowieso schon laufend besprechen, die ja schon alle in Arbeit sind, die ja alle demnächst lanciert werden, also digitale ID, DAC8, Travel Rule, Mika, Europäisches Bankkontenregister, AMLA. Also wenn du diese ganzen Maßnahmen siehst, dann kannst du dir ja vorstellen, wie diese dann gegen die Bürger eingesetzt werden, um hier diese kommende Krise, um die neue geopolitische Situation zu finanzieren. Der perfekte Vorwand, um eine Vermögensteuer einzuführen oder die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Oder stell dir einfach mal vor, dass bestimmte steuerliche Vorteile abgeschafft werden, wie zum Beispiel der steuerfreie Verkauf von Immobilien in Deutschland nach 10 Jahren. Oder dass die Freibeträge zur Erbschaftssteuer gesenkt werden. Oder dass man Krypto und Gold nicht mehr steuerfrei verkaufen kann nach einem Jahr. Also all diese Dinge, ganz davon abgesehen, dass die Wehrpflicht wohl wieder aktiviert werden muss, und zwar richtig aktiviert werden muss. In Ländern wie dem UK zum Beispiel spricht man davon, die Reserve zu aktivieren. Stell dir mal das vor, die Reservekräfte. Und wenn man sich Merz so angehört hat vor der Bundestagswahl, der Taurus-Merz, wie wir ihn ja immer genannt haben, dann kann man davon ausgehen, dass er ins gleiche Horn blasen wird. Was ich damit sagen will, ist, du brauchst einen Plan B. Die Entwicklungen, die sich jetzt hier rauskristallisieren, haben wir auf unseren Seminaren schon lange vorhergesagt. Schon im Sommer 2024 und im November 2024 haben wir entsprechende Seminare in Zürich gegeben, wo wir genau diese Punkte angesprochen haben. Wir hatten dort den General außer Diensten Erich Warth. Er hat genau über die Punkte gesprochen, die wir jetzt hier gesagt haben, die sich jetzt so ereignet haben. Teilnehmer an diesen Seminaren haben jetzt schon einen gewissen Vorsprung. Sie haben sich schon damals angefangen, auf einen Plan B vorzubereiten.
Wir haben jetzt schon 2 Reisen zum Beispiel nach Sansibar unternommen. Dort haben etliche Teilnehmer Immobilien gekauft. Jetzt Sansibar musste ich nicht ansprechen, das ist ja nur ein Beispiel. Das sind ja sehr persönliche Entscheidungen. Demnächst gehen wir nach Dubai, das ist auch für viele attraktiv. Aber wie gesagt, das sind ja ganz persönliche Entscheidungen. Wo du leben kannst, wie du dir dein Leben vorstellen kannst, wie dein Plan B aussieht, das kannst nur du beantworten. Wichtig ist, dass du daran arbeitest. Und wir haben ja da unser System des Schweizer Taschenmessers. Also insgesamt hat ein funktionierender Plan B 7 Maßnahmen. Nämlich weitere Staatsbürgerschaften, internationale Aufenthaltstitel, Banking jenseits der EU, globale Vermögensdiversifikation, möglicherweise ein Umzug, internationale Gesellschaftsstrukturen und Stiftungen und dann die richtige Nachlassplanung. Diese 7 Themen musst du alle abdecken. Wir können dich natürlich dabei unterstützen. Wir können mit dir einen Fahrplan ausarbeiten. Ich empfehle dir auch, zu unserem Seminar nach Zürich zu kommen. Details und so weiter findest du auf unserer Webseite oder auch auf einer unserer vielen Reisen mitzugehen, wo es genau um solche Themen geht. Und wie gesagt, die Länder, das sind dann Sachen, die man zusammen entscheiden muss, was zu dir passt. Wir haben zum Beispiel einen starken Anstieg an Interesse festgestellt an Ländern wie den Philippinen oder Mexiko. Sehr einfach, dort einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Zum Beispiel in Mexiko musst du nicht mal irgendwas investieren. Da reicht es, wenn du Vermögen nachweist oder ein festes monatliches Einkommen. Dann bekommst du einen Aufenthaltstitel. Du musst dich dafür nicht in dem Land aufhalten. Du kannst den einfach in deiner Schublade haben, beziehungsweise in deinen Pass geklebt als Plan B. Mexiko, ein wunderschönes Land, ein großes Land. So, steuerlich sehr attraktiv für Ausländer. Selbst wenn du jetzt nicht unmittelbar auswandern könntest, könnte das in Zukunft ja eine Option für dich sein. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, ich glaube nicht, dass wir hier sehr viel Zeit haben. Die russische Kriegswirtschaft läuft ja momentan auf Hochtouren. Das kann man nicht alle Zeiten auf dem Level aufrechterhalten. Das heißt, wenn Putin das Baltikum tatsächlich angreifen wird, dann denke ich, dass das relativ schnell passieren wird im Laufe der nächsten Monate. Ja? Also ich rede nicht von Jahren, ich rede tatsächlich von ein paar Monaten. Also schiebt das nicht auf die lange Bank. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch keinen Grund, in Panik zu verfallen. Tatsächlich braucht es eine gewisse Zeit, bis du einen Plan B vorbereitet bist. Es macht jetzt keinen Sinn, jetzt einfach aus Aktionismus irgendwas zu tun, was dir dann später leid tut. Wenn dir Dubai überhaupt nicht gefällt, dann macht es natürlich keinen Sinn, nach Dubai auszuwandern, nur weil du denkst, dass es jetzt hier demnächst krachen wird. Ja? Also du solltest dir dennoch Gedanken machen, was auch realistisch ist für dich und deine Familie. Und genau dafür sind wir ja da. Wir können dich bei diesem Prozess unterstützen. Der erste Schritt hier meistens ist ein Beratungsgespräch zu buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir tun genau das seit fast 20 Jahren, Mandanten dabei helfen, ins Ausland umzuziehen, einen Plan B zu etablieren, sich sicher aufzustellen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen, Steuern zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.